Herzlich willkommen zu einer weiteren Dev Diary, nachdem wir uns ja das letzte Mal die ersten Schritte angeschaut haben, was bei uns vorgeht, wenn wir eine neue Linie entwickeln mit dem lieben Timo, wo er uns gezeigt hat, dass die ersten Schritte sind, dass wir die Straßen legen, die KI-Lanes setzen und unter anderem auch die Ampelsysteme einrichten. Befinden wir uns jetzt beim Daniel. Hallo. Grüß dich, Daniel. Hallo, Toni. Er wird uns heute zeigen, was passiert, wenn Timo seine Arbeit getan hat und uns zeigen, was da dann die weiteren Schritte sind. Von daher, Daniel, erklär uns mal gerne, wo sind wir jetzt hier gerade? Wir sehen ja jetzt hier schon was vor uns. Ja, wir sind jetzt hier bei der neuen Linie. Hier ist halt schon gebäudetechnisch und straßentechnisch alles gebaut. Fehlen halt die Details. Und man kann halt hier gut erkennen, Timo hat halt die Straßen gesetzt. Und unsere Aufgabe ist unter anderem halt mit Hilfe unserer generierten Gebäude schon mal die Standardgebäude zu bauen. Und Erik macht ja die speziellen Gebäude, das wären halt diese Gebäude hier. Das zeigen wir euch dann später nochmal. Kommt dann später. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich hatte hier schon mal ein Standardgebäude gesetzt. Genau, und ganz kurz, Daniel, bevor du jetzt nochmal weiter anfängst, wollte ich nochmal erwähnen, für alle, die die letzte Dev Diary nicht gesehen haben, dann schaut euch nochmal erst die Dev Diary an, denn das Ganze baut, wie gesagt, aufeinander auf. Da seht ihr die ersten Schritte und ihr seht es jetzt nochmal auch eingeblendet oben rechts. Und ja, dann können wir jetzt hier auch weitermachen. Legen wir los. Ja, wir haben halt ein eigenes System für unsere generierten Gebäude. Das sind halt diese hier. Da kann man halt die Höhe verschieden einstellen für jede Etage. Ja, super, Unreal. Kann es halt per Hand alles auswählen und von der Größe, von den Abständen her selber generieren. Okay. Ich zeige euch mal unser generelles Tool. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können halt entweder uns selber eine Grundstruktur bauen. Okay, und wie heißt das Programm nochmal für alle, die da wirklich komplett gar keine Vorahnung haben? Das Programm heißt? Genau. Du hast ja schon erwähnt, Unreal. Also, das ist hier in Unreal drin. Ich zeige das mal kurz. Wo haben wir es hier? Er macht es gerade nicht auf. So, hier. Das ist unser Building Designer. Und damit können wir, wie schon gesagt, selber die Gebäudefassaden erstellen. Das ist dann hier dieses magentafarbene Ungetüm. Okay. Da sind halt erstmal Standardfenster drin. Wir haben zusätzlich noch, das zeige ich hier in dem zweiten Fenster, das ziehe ich jetzt sofort rein. Da haben wir schon mal vorgefertigte Gebäude. Okay. Damit es halt schneller gehen, gerade für den Hintergrund und so, damit wir jetzt nicht zu viel Arbeit haben. Ja. Entlang der Linie schauen wir natürlich, dass wir mit Hilfe von Google Maps, dass wir die Gebäude halt sehr nah am Original halten. Ja. Aber man kann sich rein theoretisch auch diese Gebäude hier reinziehen. So, Fenster wieder weg. Und die kann man natürlich auch noch nachträglich editieren. Das ist dann so aufgebaut. Ich sage erstmal, wir brauchen jetzt für dieses Gebäude, sagen wir mal, hier 4 Fassaden. Ja. Und 4 Etagen, Etage 0, 1, 2, 3. Die Dächer werden später generiert. Wir gehen hier erstmal die Punkte durch. Das ist hier rechts die Liste. Das sieht man auch schon. Wir können die Fassaden, haben wir 2 Materials zur Verfügung, wo wir halt verschiedene Strukturen reinsetzen können. Zum Beispiel jetzt hier richtige Brickwalls oder Concrete. Die kann man natürlich auch einfärben, hier, wie man es gerne hätte. Ja, und wenn man jetzt genauer rangeht und so, die haben natürlich auch verschiedene Strukturen. White Paint ist halt so ein bisschen feiner strukturiert. Wir haben halt auch grobe Strukturen. Das wäre man muss erstmal sich hier wieder aber die grundsätzlich Sachen zusammensuchen. Stucco wäre auch wieder was strukturell Einfaches. Ja. Aber da sind halt schon ein paar, also einige Varianten, die wir hier zur Verfügung haben. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, ihr könnt euch da auch das größtenteils so zusammenbasteln, wie ihr es gerade braucht.
Nur, Genau. was wir später auch sehen werden, wenn es dann wirklich zu sehr speziellen Gebäuden kommt, da haben wir dann nochmal eine andere Herangehensweise, dass wir das Ganze dann auch 1:1 umsetzen können, was wir dann beim Erik sehen. Ja, das machen wir dann mit einem speziellen 3D-Programm und Okay. Da können wir halt noch stärker ins Detail reingehen. Weil hier haben wir halt nur eine limitierte Anzahl an Fassaden und da können wir halt so ein paar Varianten machen. Okay, so, da haben wir es. Ich mache das mal ein bisschen kleiner hier. Da haben wir halt schon mal eine sehr große Auswahl an verschiedenen Fenstern, Türen, Shop-Fenstern, Eingängen, was man halt so gerne hätte. Ja, für die schon mal mit dem Modding-Editor in der Bus gearbeitet haben, für die sieht das ja jetzt wahrscheinlich auch ähnlich aus. Genau. Wir haben jetzt ein neues Feature, das ist halt ein bisschen älter, das ist schon, aber ich zeige es nochmal. Wir können hier reingehen, auf Select drücken, da wählen wir das Gebäude aus. Einfach damit es ein bisschen schneller geht, können wir jetzt hier entweder die komplette Fassade ändern, dem eine spezielle Fassade zuweisen. Ja. Sieht man jetzt hier zum Beispiel. Jetzt haben wir hier einmal dieses Fenster für die ganze Seite. Das können wir auch hier für die hinteren und seitlichen Fassaden anwenden. Kann man halt auswählen. Und hier oben haben wir halt verschiedene Segmente. Wir können halt auch etagenweise andere Strukturen reinsetzen. Nehmen wir hier nochmal sowas. Sieht jetzt natürlich nicht so toll aus, aber das kann man dann halt auch alles verfeinern. Hier ist für die Vertikale, kann man halt auch schon mal, ja, jetzt hier mit der Tür ist halt blöd, aber da kann ich direkt mal den nächsten Punkt zeigen. Stellen wir uns mal vor, jetzt haben wir hier über die Türen drin und ich kann jetzt hier unten, habe ich halt auch direkt die Auswahl der verschiedenen Fassaden. Und da kann ich mir auch einfach irgendwas raussuchen. Nehmen wir dieses Fenster, schmeißen das da rein und es wird halt auch in Echtzeit direkt aktualisiert. Ja, okay. So. Der letzte Punkt ist natürlich für einzelne Fassaden, wenn man jetzt hier sagen würde, ich hätte gerne noch eine Tür. Jetzt haben wir schon sämtliche Fassaden verwendet für diese Seite. Da können wir aber auch noch ein paar dazu adden. Obwohl, wir haben hier noch welche. Zum Beispiel hier. Aber man kann ganz oben hier auf Add gehen. Und dann hat man hier unten nochmal eine neue Fassade. Die kann man dann auch einfach zuweisen. Hier hat jetzt noch kein Material zugewiesen. Hier sind halt erstmal die Grundtöne, das Grundmaterial gesetzt, damit wir halt auch optisch sehen können, welches Material wo greift. Da komme ich aber jetzt später zu. Ja. Ich gehe jetzt nochmal hier auf das untere Ding. Das wird mir hier auch dann direkt ausgewählt. Hier. Und da kann ich jetzt auch sagen, ich möchte hier unten gerne eine Tür rein haben. Schmeiß mal die da rein. So. Hier sind auch schon die Materials zugewiesen. Und die können wir natürlich auch nachträglich editieren. Ich kann jetzt auch einfach hingehen. Diese Fassade hat zum Beispiel unten nochmal im Blaubereich eine Abschlusskante sozusagen. Ja. Da ist jetzt im Moment ein Kunststoffmaterial drauf. Da kann ich aber auch uns einfach andere Materials nehmen, die wir hier zur Verfügung haben. Ich guck mal eben, wo haben wir es? Nehmen wir einfach mal Concrete. So. Das ist dieses Fenster hier. Wir haben hier verschiedene Materials für jede erdenkliche Strukturart. Also auch wieder eine ganze Menge. Ja. Das Problem bei Unreal ist zurzeit, dass die Thumbnails nicht vernünftig aktualisiert werden. Da muss man notfalls mit einem Doppelklick drauf gehen. Und erstmal schauen, was es genau ist. Schauen, was es ist. Okay. Aber ich schmeiße jetzt einfach mal irgendeins rein. So. Das mal kurz aktualisieren. Und hier sieht man schon, jetzt ist hier eine andere Struktur zu sehen. Das gleiche gilt auch fürs Fenster. Das ist bei uns hier im Brotkanal. Da können wir halt
Hier ist halt so ein Standard-Background drin. Da kann man natürlich auch hier so Ceiling reinsetzen, dass das einen leicht räumlichen Touch hat. Also das Ganze ist schon so wie eine Art großer Baukasten. Ein bisschen. Genau. Und so kann man sich das Ding dann zurechtbauen, bis das Gebäude halt so aussieht, wie man es gerne hätte. Jetzt gehe ich hier nochmal in den ganz normalen Modus. Kann man einmal mit Shift 1 oder hier im Rollfenster einfach wieder auf Selection gehen. Wählt das Gebäude aus. Und hier haben wir sämtliche Funktionen drin. Man kann halt auch die einzelnen Fassaden hier nochmal nachträglich editieren. Ja. Hier sind auch nochmal die Materials. Da können wir auch letztendlich auch die Farben nachher zuweisen, wie die halt im Kunststoffton eingefärbt werden sollen und so. Damit halt hier vom Fenster die ganzen Rahmen halt, wenn die mal rötlich erscheinen sollen oder dunkel oder aus Metall bestehen sollen, kann man das natürlich hier auch nochmal editieren. Verstehe. Und du wirst ja nicht der Einzige sein bei uns im Team, der dann, wenn eine neue Linie entwickelt wird, genau das macht. Kann man da genau sagen, wie viele Leute da, wenn jetzt eine neue Linie entwickelt wird, dann genau an dem Step jetzt daran arbeiten, die Häuser zu setzen? Ja, es ist halt unterschiedlich, welche Projekte wir gerade machen. Zurzeit arbeiten wir jetzt als gesamtes Team an Berlin. Und da werden wir auf jeden Fall mit 4, 5 Grafikern, die halt die Dekoration machen, aber auch die Gebäude setzen, die generierten Gebäude. Und dann haben wir jetzt noch 2 bis 3 Grafiker, die jetzt speziell nochmal Gebäude bauen, die halt mit Max oder Blender erstellt werden. Also speziellere Gebäude? Ja. Die Fassaden hier werden natürlich auch mit einem 3D-Programm vorher gebaut und dann hier reingeladen. Okay. So, hier diese unteren Templates kann man auch noch mal was zu sagen. Das war halt noch das alte System, da musste man numerisch die Fassaden angeben. Jede Fassade hat halt eine Nummer. Hier Index 5, Index 6, Index 7. Es geht halt bis 9, von 0 bis 9, also 10 verschiedene Fassadentypen können wir pro Haus verwenden. Ja. Und die geben wir hier halt dann ein. Das hat jetzt hier für jede Zeile quasi eine Nummer. 6 ist Fassade 6, dann hier noch kommt Fassade 5 und dann 2 und 6. Ist das hier überhaupt die Front? Hier ist die Front. Hier würde man das dann sehen. Aber wir gehen jetzt mal auf die Seite. Das ist jetzt einfach nur zur Erklärung, dass man es halt theoretisch numerisch halt auch hier nochmal eintragen kann. Hier ist für die verschiedenen Seiten, kann man halt auch auswählen. Und man kann hier natürlich jede erdenkliche Index-Variante nochmal erweitern. Je nachdem, wie hoch das Gebäude sein soll, da ist man eigentlich sehr, kann man sich halt kreativ ausleben, sozusagen. So, aber wie gesagt, hier mit dem Building Designer geht die ganze Vorarbeit ein bisschen schneller. Klickt ihr einfach rein, wählt die Sachen aus und speichert das dann ab. Und ich habe jetzt hier schon mal hier dieses fertige Gebäude gesetzt. Nochmal raus. Und dann hat man hier schon eigentlich eine recht schöne Frontfassade. Die Türen mit den Vorsprüngen, verschiedene Fensterarten. Und die kann man dann halt von den Strukturen auch noch verschiedenfarbig einfärben. So, zum Dach können wir jetzt auch noch mal kommen. Diese Dächer, die hier oben zu sehen sind. Ja. Machen wir jetzt mal in diesem leeren Gebäude. Gehe ich noch mal kurz hoch. Hier sind halt die verschiedenen Einfärbvarianten für die Fassaden. Und weiter unten kann man die Rufbereiche machen. Da haben wir halt so einen Randomize-Button. Wo zufällig jetzt ein Dach. Da wird jetzt erstmal zufällig ein Dach erstellt. Da kann man auch einfach mal durchklicken. Wenn es dann natürlich schneller gehen soll, kann man es hier unten nochmal nachträglich editieren. Da haben wir hier verschiedene Varianten. Wir können flaches Dach nehmen, gabled. Ist jetzt hier nach vorne gedreht. Da muss man jetzt hier auf Rotate klicken. Dann wird das halt nochmal anders gesetzt. Man kann die Höhe halt nochmal verändern, wie man es gerade braucht. Okay. Und nochmal wichtig, hier die ganzen Vorsprünge. Die kann man natürlich auch nochmal setzen. Das wäre, ich muss mal eben gucken.
Das ist hier der Bereich. Nein, das ist er nicht. Doch, sowohl. Hier kann man halt die Breite, wie breit der Vorsprung nach vorne gehen soll, irgendwie hoch. Und das kann man halt auch nochmal zusätzlich editieren, damit man halt verschiedene Stufen hat. Also wirklich eigentlich alles. Ja, da hat man halt verschiedene Varianten. Hier ist halt nur noch eine Stufe drin. Wenn man halt mehrere setzen will, sieht das dann halt so aus. Und man kann natürlich hier diese obere Kante auch nochmal mit einem speziellen Material versehen, so wie das Dach, damit es da auch Varianten gibt. Okay, und kann man sagen, grob, wie lange man da so im Durchschnitt für eine Straße braucht? Ich meine, das ist ja relativ gesagt.